Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's go to verse 18. Gehen wir zu Vers 18. Those who are servants submit to the authority of those who are your masters. Ihr, die ihr Knechte seid, ordnet euch der Autorität derer unter, die eure Herren sind. Not only to those who are kind and gentle, but even to those who are hard and difficult. Nicht nur denen, die freundlich und sanft sind, sondern auch denen, die hart und schwierig sind. Now listen, this is quite a challenging statement. I will explain to you why. Das ist eine ziemlich herausfordernde Aussage und ich erkläre dir warum. Because today it's really hard to understand this because we don't have the culture anymore that they had then. Denn heute ist es wirklich schwer, das zu verstehen, weil wir nicht mehr diese Kultur haben, die sie damals hatten. You see, today we don't have slaves. Heute gibt es keine Sklaven mehr. At least not in our culture and probably in no culture that is listening to this. Zumindest nicht in unserer Kultur und wahrscheinlich in keiner Kultur, die uns derzeit zuhört. But what you have to remember, at those days when Peter wrote it, there actually were slaves. Doch du darfst nicht vergessen, dass es damals, als Petrus den Brief schrieb, tatsächlich Sklaven gab. And then those slaves in many cases were treated extremely unjust. Diese Sklaven wurden in vielen Fällen extrem ungerecht behandelt. So Peter is saying to a situation where there was injustice. Petrus spricht also in eine Situation, in der es Ungerechtigkeit gibt. He said, listen to you, I want you to submit to the one who is your boss. Und er sagt, hört mal zu, ich will, dass ihr euch dem unterordnet, der euer Herr ist. And you know, it's always easy to submit to somebody who is very, very sweet and treats you very well. Es ist immer leicht, sich jemandem zu unterordnen, der sehr, sehr lieb ist und dich gut behandelt. But Peter is telling us, even to the ones who are not nice, we need to submit. Aber Petrus sagt uns, dass wir uns auch denen unterordnen müssen, die nicht nett sind. And I understand that this is a very hard thing to accept and to put into practice. Ich verstehe, dass es sehr schwer ist, das zu akzeptieren und in die Praxis umzusetzen. But he's telling us why. Aber er sagt uns warum. So, but the first thing before we understand why, we need to first make sure we understand this. Doch bevor wir verstehen warum, müssen wir erst einmal sicherstellen, dass wir das Folgende verstehen. Paul actually addressed the same things to the Colossians. Paulus richtet dasselbe Wort an die Kolosser. You know, he said to the Colossians that the slaves have to submit to the masters, Er sagt den Kolossen, dass die Sklaven sich ihren Herren unterordnen müssen, not only when they see them, nicht nur, wenn diese sie sehen, but even when the master doesn't see what the slave does. sondern auch, wenn der Herr nicht sieht, was der Sklave tut. And then he's saying why. Paul is saying why. Und dann erklärt Paulus, warum. He's saying because your reward will come from the Lord. Er sagt, denn euer Lohn wird vom Herrn kommen. Now, put that statement of Peter into the context of actually the whole Bible. Wenn du die Aussage von Petrus in den Kontext der ganzen Bibel stellst, And here's what you will find out. wirst du Folgendes herausfinden. The very moment you become a Christian, you don't belong to anybody anymore but to Jesus who paid for you. In dem Moment, in dem du Christ wirst, gehörst du nicht mehr irgendjemandem, sondern Jesus, der für dich bezahlt hat. That's why whatever we do, we always do it for Jesus. Deshalb tun wir alles, was wir tun, immer für Jesus. So, you know, if you are a slave to Jesus, even though you might be a slave in this earth, Wenn du ein Sklave Jesu bist, auch wenn du auf der Erde ein Sklave sein magst, you know that in your heart you are surrendered to Jesus, therefore you can serve anybody else. dann weißt du, dass du dich in deinem Herzen Jesus hingegeben hast und deshalb auch jedem anderen dienen kannst. Think about this. Denke darüber nach. So Peter said, even if your masters are very, very hard and difficult, Petrus sagt also, auch wenn eure Herren sehr, sehr hart und schwierig sind, you submit to them. ordnet euch ihnen unter. Because at the end of the day, it's God that we trust to take care of us. Denn letztendlich ist es Gott, dem wir vertrauen, dass er für uns sorgt. Now, of course, we have to remember this in the whole context. If the master demands from us that we sin, we don't submit. Natürlich müssen wir das im gesamten Kontext betrachten. Wenn der Meister von uns verlangt, dass wir sündigen, beugen wir uns nicht. But if the mean master demands that we work very, very hard and do things that are difficult for us, yes, we submit. Aber wenn der gemeine Chef von uns verlangt, dass wir sehr, sehr hart arbeiten und Dinge tun, die uns schwerfallen, ja, dann fügen wir uns. Now, today, we don't have slavery. Heute haben wir keine Sklaverei mehr. But unless you're self-employed and your own boss, you have a master.
Aber wenn du nicht selbstständig und dein eigener Chef bist, hast du einen Vorgesetzten. You know, I'm going to tell you a little secret now. Ich verrate dir jetzt ein kleines Geheimnis. For approximately 40 years, Seit ungefähr 40 Jahren, every single place where I go after I talk to people for a little bit, überall wo ich hinkomme, nachdem ich ein bisschen mit den Leuten geredet habe, I always ask them this question. stelle ich ihnen immer diese Frage. There is hardly a week where I don't ask a question. Es vergeht kaum eine Woche, in der ich diese Frage nicht stelle. And I basically never get the right answer. Und ich bekomme eigentlich nie die richtige Antwort. At least what the answer I would like to hear. Zumindest nicht die Antwort, die ich gerne hören würde. So after I conversed to people, I said, so what do you do for a job? Nachdem ich mich also mit den Leuten etwas unterhalten habe, frage ich, was machst du beruflich? And they tell me. Sie erzählen es mir. And then I ask them this question, which is very intentional and on purpose. Dann frage ich sie ganz bewusst und mit voller Absicht, I said, do you like your job? gefällt dir dein Job? See, they think I'm asking that because I want to know whether they like the job or not. Sie denken, ich frage das, weil ich wissen will, ob sie ihren Job mögen oder nicht. The truth is, I couldn't care less whether you like the job or whether you don't like it. Die Wahrheit ist, dass es mir egal ist, ob du deinen Job magst oder nicht. That's something for you to figure out. Das musst du schon selbst herausfinden. I'm asking the question with a clear purpose in mind. Ich stelle die Frage mit einer klaren Absicht im Hinterkopf. I want to see if you live in your employment the way God wants you to or not. Ich will herausfinden, ob du in deinem Job so lebst, wie Gott es von dir erwartet oder nicht. And almost everybody either says, oh man, I love my job, it's amazing. Und fast jeder sagt entweder, oh Mann, ich liebe meinen Job, es ist fantastisch. And most of the time when Christians say that, they also say, God is so good, He gave me this amazing job, I have the favor of God. Meistens, wenn Christen das sagen, sagen sie auch, Gott ist so gut, er hat mir diesen tollen Job gegeben, ich habe die Gunst Gottes. Or they say, you know, I hate my job. Oder sie antworten, weißt du, ich hasse meinen Job. But you've got to work to earn money. Aber man muss doch arbeiten, um Geld zu verdienen. See, both responses are wrong. Beide Antworten sind falsch. What's supposed to be the right response? Wie sollte die richtige Antwort lauten? The right response is supposed to be like this. Die richtige Antwort sollte so lauten, Reinhard, it's not about me liking or not liking it. Reinhard, es geht nicht darum, ob ich es mag oder nicht. Where I go to work to serve Jesus. Wo ich arbeite, gehe ich zur Arbeit, um Jesus zu dienen. See, Paul told us everything we need to do for the Lord. Paulus sagt uns, dass wir alles, was wir tun, für den Herrn tun sollen. Everything. Alles. So it's not about liking or disliking, it's about serving the Lord well. Es geht also nicht darum, ob wir etwas mögen oder nicht. Es geht darum, dem Herrn gut zu dienen. Because we belong to Him. Denn wir gehören ihm. So think about it. Also denk darüber nach. If a servant submits to the authority of the master, even though he's harsh and difficult, Wenn ein Diener sich der Autorität seines Herrn unterordnet, auch wenn dieser hart und schwierig ist, and if he says, Jesus, I'm doing this for you, und wenn er sagt, Jesus, ich tue das für dich, he will be an incredible testimony for the spiritual world and the angels will applaud him. wird er ein unglaubliches Zeugnis für die geistliche Welt sein und die Engel werden ihm applaudieren. And I'll tell you something else. Und ich sage dir noch etwas. Every employer would first look for Christians as in employees and not for great professionals. Jeder Arbeitgeber würde zuerst nach Christen als Mitarbeiter Ausschau halten und nicht nach großartigen Fachkräften. Because the Christians all work as they would serve the Lord. Denn die Christen arbeiten alle so, wie sie dem Herrn dienen würden. That's something to think about. Das ist etwas, worüber man nachdenken sollte. See you tomorrow. Bis morgen!